Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 6. und auch letzte Episode unseres Abenteuers, der Trojanische Krieg. Ja, auch bei dieser letzten Episode schauen wir natürlich, was uns erwartet und welche Ziele wir erreichen müssen. Es ist so verrückt, dass es klappen könnte. Odysseus Plan, die Mauern von Troja zu überwinden, ist lächerlich, aber alle klassischen Methoden haben versagt. Odysseus hat vor, ein riesiges Holztier zu bauen und die tüchtigsten Soldaten der griechischen Armee darin zu verstecken. Die Trojaner werden das Holztier selbst in die Stadt ziehen und die Soldaten werden die Stadt im Schutze der Nacht von innen angreifen. Dann können sie mehr Soldaten schicken, um Troja anzugreifen. Dieser Zwei-Fronten-Krieg führt ganz sicher zum Erfolg. Jetzt muss nur noch entschieden werden, welches Tier gebaut werden soll. Ein Dachs? Nein, zu klein. Ein Kaninchen? Nein, das ist nicht neu. Ein Hündchen? Nein, zu niedlich. Wie wäre es mit einem Pferd? Die 6. Episode trägt den Namen Ein genialer Plan. Und hier kommt jetzt die Idee des Odysseus, das trojanische Pferd zum Einsatz, um Troja ein für alle Mal zu besiegen. Ja, und was für Ziele haben wir? Wir müssen natürlich Troja regieren, aber auch Cyme, Milet, Äthiopien, Lyrnessos und Askania. Ja, einiges zu tun für die letzte Episode und wir kehren zurück nach Aulis. Ja, ein Koloniedenkmal steht zur Verfügung, weil wir in der letzten Episode Tenedos gegründet haben. Allerdings wird es Tenedos ausgesprochen. Na gut, wir gehen nochmal kurz in den Pausenmodus und verschaffen uns einen kurzen Überblick. In der 4. Episode haben wir in Aulis dieses große Wohngebiet der gehobenen Wohnung aufgebaut und maximal entwickeln lassen. Leider können wir auch in der letzten Episode keine Pferdehöfe bauen. Das heißt, wir können unsere gehobenen Wohnungen nicht weiter ausbauen. Ja, und auch sonst hat sich bei den Bauoptionen nicht sehr viel getan. Hier haben wir weiterhin bei den Farmen die Weizenfarmen. Wir können Reben und Oliven anbauen. Bei Land und Meer haben wir den Fischerhafen und den Jagdhof und wir können Wolle produzieren. So, hier ist alles so, wie es sein soll. Ja, und bei der Mythologie können wir jetzt die Hochburg des Zeus, die Gestade des Poseidon und die Laube der Athene errichten. Wir können allerdings nur noch ein Heiligtum bauen. Da müssen wir uns nun entsprechend entscheiden. Aber ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich in dieser letzten Episode natürlich das Heiligtum des Poseidons bauen möchte. Auch wenn wir es nicht unbedingt brauchen, weil wir eigentlich nicht sehr viel mit der See zu tun haben. Aber das möchte ich gerne jetzt in dieser letzten Episode bauen. Ja, und beim Militär hatten wir gerade schon gesehen, keine Befestigung, die wir errichten können. Und auch nur den Tririmhafen und die Waffenschmiede, die uns zur Verfügung steht. Gut, ja, und bei der Ästhetik ist alles so geblieben. Wir können bei den Verschönerungen alles errichten und bei den Erholungsgebieten haben wir die Bank, das Heckenlabyrinth und den Fischteich. Ja, und wie gesagt, das Koloniedenkmal können wir bauen. Ansonsten haben wir hier dieses zweite Wohngebiet auch maximal entwickeln lassen. Ja, und hier haben wir unser großes Produktionsgebiet, wo wir Olivenöl und Wein produzieren, sowie auch Waffen. Skulpturen brauchen wir nicht mehr, die kriegen wir nämlich als Tribute. Ja, und wir haben dank der Pforte des Hades auch hier Silbervorkommen, sodass wir unsere Münzereien hier betreiben können. Wir haben hier an der Küste sowie hier unsere 6 Tririmhäfen und natürlich die Piers und auch Handelsposten unserer Handelspartner. Apropos Handelspartner, ein kurzer Blick nochmal auf die Weltkarte. Ja, wir haben eigentlich nur noch einen Rivalen und das ist Troja. Alle anderen Städte sind entweder Kolonien, Vasallen oder Verbündete. Äthiopien ist ein Vasall, ist verbittert. Oh, das ist nicht sehr schön, der kriegt sofort mal ein Geldgeschenk, bitteschön. Milet ist treu, das ist gut, kauft bei uns Wein, verkauft uns Weizen, Bronze und Rüstungen.
Zyme ist aufsässig, kriegt auch ein Geschenk. Wolle, mittleres Geschenk, Wolle. Ja, kauft Wolle, verkauft Holz, Bronze und Skulpturen. Pergamum, unsere Kolonie, ist auch verbittert. Meine Güte, alle sind hier verbittert. Kriegen Skulpturen, mittleres Geschenk Skulpturen. Kauft Trauben und Oliven und verkauft Rüstungen und Skulpturen. Ja, in der letzten Episode haben wir Lyrnessos erobert. Ja, ist auch verbittert. Wir kriegen 16 Einheiten Fleisch jährlich als Tribut. Gut, die kriegen nochmal Geld von uns. Askania ist philanthropisch, handelt aber mit uns nicht. Ja, Tenedos ist unsere neue Kolonie, da kriegen wir 1000 Drachmen als Tribut und Tenedos kauft bei uns Weizen, Trauben, Oliven und Wolle. Dann haben wir unseren Verbündeten Lemnos, ist erfreut und kauft Holz und verkauft uns Fisch. Salamis ist gleichgültig, naja, das soll uns egal sein, kauft Holz und Wolle, verkauft uns Fisch und Olivenöl. Argos ist erfreut, kauft Marmor und Rüstung und verkauft uns Käse und Olivenöl. Ja, und Sparta. Sparta ist erfreut, kauft Holz, verkauft uns Marmor, Wolle und Rüstungen. Ja, und unsere früheren Verbündeten Mykene und auch Ithaka handeln mit uns nicht mehr. Hier herrscht Chaos, weil die Herrscher Agamemnon und auch Odysseus nicht mehr vor Ort sind und dort halt tatsächlich Anarchie herrscht. Nun gut, wir haben trotzdem noch genug Handelspartner. Wir heben mal jetzt den Pausenmodus auf. Ja, und wir haben auch schon Jahresanfang. Wir können jetzt unsere Tribute annehmen. Skulpturen. Ja. Und die Rinderhälften, da können wir nur 2 annehmen. Ja, und wiederum Drachmen. Ja, jede Menge Geld, die wir hier jedes Jahr bekommen. Ja, für die Skulpturen machen wir Folgendes. Hier dieses Warenlager wird jetzt kein Holz mehr annehmen und auch keine Bronze mehr. Nur noch Skulpturen. Die Bronze kann tatsächlich hier mit rein noch. Aber nicht viel. So, 8 Einheiten reicht und beim Holz machen wir 12 Einheiten und dann ist das auch in Ordnung. So, da kommen auch unsere Triremen zurück. Die können jetzt entsprechend hier repariert werden. Wie sieht der Arbeitsmarkt denn aus? Ja, da können wir so nach und nach die Mannschaft nach Hause schicken. Das Lohnniveau ist auch auf sehr hoch. Das können wir gleich mal ändern. So, ich glaube, die Triremen sind auch alle entsprechend schon repariert. Aber da müssen wir eben noch warten, was jetzt hiermit ist. Es könnte sein, dass eine neu gebaut werden müsste. Oder sind das hier 2, die hier angefahren kommen? Ja, das sind tatsächlich 2. So, müssen die repariert werden? Ja, die müssen auch repariert werden. Ja, oder warten wir noch einen Augenblick. Ja, und Lyrnessos, Dank für das Geld, bitte. Zyme wird wütend. Ach, na gut. Vielleicht ändert sich das ja gleich noch. So, die Triremen sind alle repariert. Dann können wir die Mannschaft nach Hause schicken. Und dann ändert sich das hier nämlich mit dem Lohnniveau, dann können wir das auf normal stellen. Ja, und dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Ja, dann gucken wir noch mal kurz auf die Ziele. Da stellen wir nämlich fest, dass wir fast alle Städte erobert haben. Der einzige, der noch fehlt, ist tatsächlich Troja. Und Troja ist doch immer so stark, das lohnt sich nicht, jetzt Troja anzugreifen. Wir müssen warten, bis wir eine Nachricht bekommen, dass Odysseus seinen genialen Plan durchgeführt hat. Ja, und in der Zeit bauen wir jetzt unser drittes Heiligtum. Dafür müssen wir Marmor einkaufen.
Mykene, den Handelsposten können wir natürlich entfernen, weil Mykene handelt nicht mehr. Das können wir jetzt noch ein bisschen aktualisieren hier. Dafür haben wir Sparta. Dann bauen wir das noch ein bisschen anders. Und zwar bauen wir das dann so. Das können wir hier hinbauen und dann bauen wir hier noch so einen Loop ringsherum. Dann kann das Stückchen hier weg. Ja, dann kaufen wir jetzt Marmor ein. Ja, wir kriegen die Mitteilung, weil wir die ganze Zeit Marmor exportiert haben, dass wir jetzt importieren. So, 12 Marmorplatten. So, und auch bei Äthiopien kaufen wir Marmor ein. Ja, und das Bier von Argos brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ah doch, wir könnten Rüstungen noch verkaufen. Das stimmt. So, dann ist das auch alles entsprechend eingestellt. Oh ja, da wird auch schon direkt der Marmor eingekauft. So, das ist ja auch alles gut eingestellt. Ja, hier müssen jetzt keine 32 Rüstungen geholt werden. Da reichen 8. Beim Wein ist es genauso eingestellt. So, und die anderen Sachen können alle so bleiben. Das ist gut. Und Äthiopien dankt für das Geld. Gern geschehen. So, dann bauen wir hier das auch noch ein bisschen um. So. Ja. Ja, hier bei unserem Stadtpalast, das werde ich noch ein bisschen umändern. Wir haben ja schon 2 Schauspielschulen gebaut und wir brauchen die tatsächlich nur für unsere gehobenen Wohnungen. Das kann ich hier wegnehmen. Dann kann hier ein Denkmal noch hin. Und diese Philosophenschule baue ich jetzt hier hin. Nämlich genau hier. So, und dann kann die nämlich auch weg. Wenn ich nachher noch ein Denkmal bekomme, was ich hoffe, kann ich hier noch entsprechend ein Denkmal setzen. So, und nach unseren Schafen gucken wir auch mal. Ja. Na ja, doch. Okay. Welcher andere Gott kann schon einen Kraken anbieten? Ja, Poseidon, wir gucken mal direkt, was brauchen wir eigentlich für dein Heiligtum? 37 Marmorplatten. Oh wow, das ist dann doch schon ein etwas größeres Heiligtum. So, wir produzieren jede Menge Wolle. Dann baue ich doch das Pier von unserer Kolonie Tenedos, das jetzt hier hin kann. Dann bauen wir das ein bisschen anders. Dann bauen wir das so. Und dann nehmen wir das hier alles weg und können den Architekten hier hinbauen. Und setzen aber auch dann hier eine Sperre. Ach, das geht nicht wegen der Prachtstraße bzw. wegen der Allee. Ah, das ist interessant. Ja, das stimmt. Ja, dann bauen wir doch nochmal hier den Architekten auf. Das ist mir doch dann sicherer. Nicht, dass unsere Tririme hier oder Tririmhafen kaputt geht. So, und dann können wir jetzt hier noch ein bisschen Wolle verkaufen. Ja, wir produzieren ein bisschen zu viel Wolle. Da werde ich jetzt diese Wollsammelstelle abreißen und durch ein Landarbeiterlager ersetzen und noch ein paar Reben setzen. So. Ja, ein neues Jahr hat angefangen. Wir nehmen wieder unsere Tribute an.
Wunderbar. Ja, wie viel Marmor haben wir jetzt? 36 Marmorplatten. Naja, dann fehlt uns genau noch eine Marmorplatte, um unser Heiligtum aufzubauen. Ja, und nun bekommen wir die Mitteilung, dass wir einen Militärabbau in Troja haben. O Dominus, allwissendes Auge, unsere Spione haben eine interessante Entdeckung gemacht. Priamos von Troja hat einen Großteil seines Militärs entlassen und dadurch an Stärke eingebüßt. Okay, das hört sich gut an, aber ist das jetzt die Mitteilung, auf die wir warten? Eigentlich warte ich auf eine Mitteilung, dass Odysseus seinen Trick angewendet hat. Gut, also wir bauen jetzt aber erstmal unser Heiligtum. Wir haben nämlich 45 Marmorplatten endlich. Ja, die große Frage ist, wo bauen wir das Heiligtum jetzt hin? Hier ist ein bisschen problematisch, weil wir unsere Wildschweinrotten haben. Hier ist problematisch, weil wir unsere Wolfsrudel haben. Ja, und hier haben wir auch nochmal Wildschweinrotten. Und das ist auch bisher ein bisschen zu eng geworden mit dem Pier von Tenedos. Oh, Tenedos bittet um Drachmen. 1000 Drachmen. Ja, gut, das können wir schicken. Ja, die einzige Möglichkeit wäre noch hier auf diesem Plateau mit fruchtbarem Land. Ich glaube, das können wir auch bei der letzten Episode jetzt tatsächlich wagen und es bebauen. So. Dann die Gestade des Poseidon. Okay. So. Ja, ich denke mal, so können wir es bauen. Oder wollen wir es drehen? So. Nein. Denke mir so. Habe ich es jetzt richtig rum? Das ist nur die große Frage hier. Ja, haben wir richtig rum. Gebaut. So, dann müssen wir natürlich noch anschließen hier. So, und dann brauchen wir natürlich noch die entsprechenden Kunsthandwerkergilden. Die können hier hin. 2 Stück. Ich verdiene Verehrung. Schließlich entstamme ich direkt dem Kopf meines Vaters. Ja, Athene, da hast du vollkommen recht. Eigentlich hätte ich auch ein Heiligtum für dich gebaut, aber wir haben schon so viele Heiligtümer für dich gebaut. Jetzt ist Poseidon einmal dran. So, was brauchen wir denn überhaupt für das Heiligtum? 103 Marmorplatten, 20 Ladungen Holz und 12 Skulpturen. Na gut. Das sollten wir ja haben. Skulpturen kriegen wir ja als Tribut. Holz kaufen wir ein und Marmor auch. Und unsere Stadtkasse sieht sowieso blendend aus. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, dass an diesem Tririmhafen nicht gearbeitet wird und dass sich immer mehr Waffen hier ansammelt. Die Rüstungen stehen noch auf Hamstern. Das sollte man natürlich jetzt mal ändern. Dann können wir auch welche verkaufen. Unsere Tririme kann hier gebaut werden. Ja, und Olivenöl ist tatsächlich im Moment eher Mangelware in unserer Stadt. Da würde ich jetzt den Verkauf einmal stoppen. Und nun bittet Tenedos um 32 Kisten Nahrung. Aha, okay. Dann schicken wir das mal los. Also Nahrungsmittel brauche ich, glaube ich, keine Gedanken zu machen. Wir haben hier jede Menge an Weizenfarmen. Und wir sehen, wie schnell hier die Warenlager wieder aufgefüllt werden. Also da könnte man auch, glaube ich, ein paar Weizenfarmen abreißen. Aber noch sieht der Arbeitsmarkt gut aus. So, und ich glaube, wir brauchen die Jagdhöfe auch nicht mehr. Wir produzieren genug Weizen und wir kriegen ja auch noch Fleisch als Tribut. Dann machen wir das ein bisschen anders. Dann bauen wir hier noch die 2 Kältereien auf. Und die können wir hier oben abreißen. Jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Warum? Hier sieht alles gut aus. Oh ja, meine Rückentwicklung, das ist nicht gut. Ja, uns fehlt Olivenöl tatsächlich. Das ist schlecht. Gut, dass ich jetzt den Verkauf gestoppt habe. Oh, das ist nicht so schön. Okay, Lohnniveau mal auf hoch.
So, da haben wir auch schon wieder Olivenöl im Warenlager. Unser Ölhändler ist schon auf dem Weg. Ja, Tenedos haben wir gern gemacht. So, und dann entwickeln sich auch die Wohngebäude wieder. Olivenöl ist angekommen. Ich bin der beste aller Götter. Kein anderer Gott kann das bieten, was ich vermag. Ja, so ist, da hast du vollkommen recht. Aber für dich haben wir auch schon oft genug ein Heiligtum gebaut. Jetzt ist dein Bruder mal dran. Ja, die Olivenölkrise ist vorbei, Gott sei Dank. So, diese Trireme ist jetzt endlich fertiggestellt. Dann können wir die Mannschaft nach Hause schicken. Ja, und schon wieder bittet Tenedos um Ware, um 30 Stränge Wolle in 6 Monaten. Das ist ganz schön viel hier, das muss man mal sagen. Aber Wolle hatten wir jetzt jede Menge. Ja, und wir kriegen wieder unseren Tribut. Und auch die Skulpturen, aber ich glaube, da haben wir jetzt keinen Platz mehr für. Auch für das Fleisch haben wir kaum noch Platz, aber für die Drachmen. Ja, der Weg ist recht weit, den unsere Ochsenkarren hier fahren müssen, um unser Heiligtum Bitte für lassen Sie mich eine Poseidon. offene Forderung erfüllen. Ja, Tenedos schätzt uns mehr und Salamis brauchte Wolle und Hermes hat das für uns erledigt. Sehr schön. Ja, und Salamis schätzt uns mehr. Gern geschehen. Ja, alles läuft wunderbar. So, da ist Troja respektvoll. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt tatsächlich noch eine Mitteilung bekommen mit Odysseus und seinem trojanischen Pferd. Ja, mein Plan ist tatsächlich, dass wir jetzt das Heiligtum des Poseidon fertigstellen und dass wir dann einfach mal Troja angreifen. Mal schauen. Vielleicht war es ja diese Nachricht gewesen. Ja, wir haben relativ viel Oliven im Warenlager. Lohnt es sich noch 2 Olivenpressen zu bauen? Ich denke schon, ne? Ja, und etwas Holz brauchen wir natürlich auch noch für unser Heiligtum. Das kaufen wir bei Zyme auch nochmal ein. Ja, eine Forderung von Sparta, 20 Amphoren Wein in 6 Monaten. Okay, und ein Zufriedenheitsdenkmal. Steht zur Verfügung, sehr schön. Ja, Tenedos liebt uns, kriegt ja auch jede Menge Ware. So, jetzt müssen wir aber erstmal den Wein hamstern. Und hier aus dem Verkauf rausnehmen. So. Ja, und dieses Denkmal, das wir eben bekommen haben, das Zufriedenheitsdenkmal, können wir natürlich jetzt hier noch umsetzen. Dann haben wir hier einen wunderbaren Bereich um unseren Stadtpalast. Sowas gefällt einem natürlich. Ja, und hier kann man schon einiges erkennen in unserem Heiligtum. Jede Menge Marmorplatten, die jetzt hier schon verbaut worden sind. So, und der Wein steht auch zur Verfügung für Sparta. Können wir verschicken. So, und dann können wir ihn auch wieder nutzen. So, und hier kann natürlich auch wieder entsprechend verkauft werden. Ja, und Jahresanfang, wir kriegen wieder unsere Tribute. Ja, ich sollte vielleicht noch ein Warenlager für Skulpturen freimachen. So, das können wir alles annehmen. Ja, wunderbar. Und ich denke mir mal, hier brauchen wir jetzt kein Marmor mehr annehmen. Nur noch Wein und dann können hier auch noch ein paar Skulpturen angenommen werden. Also 4 Stück. Ja, und Sparta schätzt uns auch mehr, hat genug Wein bekommen. Apropos Wein, da haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen wenig. Dafür haben wir jede Menge Olivenöl. Switchen wir das doch mal kurz hier um
Olivenöl können wir jetzt verkaufen. Da verkaufen wir jetzt hier kein Wein mehr an Äthiopien, sondern nur noch hier an Milet. Weil hier habe ich nämlich keinen Wein mehr in diesem Warenlager. Ja, und da kommt das Baumaterial für den Tempel des Heiligtums. Ja, und so schnell ist das Tempelgebäude auch schon fertiggestellt worden. Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass jetzt die große Statue des Poseidon errichtet wird. Ja, was brauchen wir denn überhaupt noch hier für unser Heiligtum? Ach Gott, nur noch 4 Marmorplatten, 4 Ladungen Holz und 11 Skulpturen. Ja, dann können wir den Marmoreinkauf jetzt auch tatsächlich mal stoppen. Und auch den Holzeinkauf. Sehr gut. Naja, und wir kriegen ja gleich auch nochmal Skulpturen als Tribut. Und dann können wir das Heiligtum tatsächlich schon fertigstellen. Ja, und der Arbeitsmarkt sieht auch gut aus. Ja, und schon wieder eine Forderung von Tenedos. Und zwar diesmal 22 Krüge Olivenöl in 6 Monaten. Ja, schicken wir los. Die fordern hier ganz schön viel, aber hier unser Heiligtum wächst und gedeiht. Tribute stehen an, ja, wir nehmen natürlich die Skulpturen an und auch alles andere. Wunderbar. Ja, und ich denke mir mal, jetzt mit den Skulpturen, die wir noch gekriegt haben, können wir das Heiligtum auch jetzt fertigstellen. Ja, das Olivenöl werden wir wieder mal nicht verkaufen. Jetzt durch die Forderung haben wir in den Warenlagern wieder kein Olivenöl. Hier ist keins. Na ja gut, ein Krug ist gerade eingelagert worden und hier ist nichts. Da wollen wir kein Risiko eingehen. Ach, und jetzt braucht Salamis Wolle 8 Stränge, können wir auch losschicken. Meine Güte, jetzt möchte ich aber allmählich zum Ende kommen hier. Die fordern uns ja noch die Haare vom Kopf. Ja, und die letzte Ladung Marmor wird zum Heiligtum gebracht und wir können das Heiligtum des Poseidon endlich fertigstellen. Ja, wunderbar. Und da erscheint auch schon Poseidon. Das sieht gut aus. So, den Weg können wir jetzt hier zurückbauen. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Da bauen wir jetzt einfach einen Weg um das Heiligtum. So, und mit einem Architekten hier. So, die Kunsthandwerkergilden können hier abgerissen werden. Da machen wir noch ein paar Verschönerungen rein. So, und dann kommt hier noch eine Allee hin. Na, so. Gut, jetzt würde ich doch allmählich versuchen, Troja zu erobern. Wir haben jetzt keine weitere Nachricht bekommen. Und zwar werden wir jetzt Folgendes machen. Erstmal müssen wir unsere Tririm bemannen. Ja, das weiß ich. Oh ja, dann gehen wir mal eben hier auf sehr hoch. So, dann werden wir Askania bitten, einen Militärschlag durchzuführen gegen Troja. Jawohl. Und wir werden jetzt alle anwerben, die wir haben, und nehmen Tenedos mit. Ja, und dann schicken wir die los, um Troja zu erobern. Tja, in der Zeit schauen wir uns unsere Stadt Aulis nochmal in Ruhe an. Hier begann unsere Entwicklung mit diesem ersten Wohngebiet. Wir haben dann hier mit der Produktion von Oliven und Reben sowie Wolle begonnen und später mit der Produktion von Wein und Olivenöl.
haben als erstes Heiligtum die Zuflucht des Hermes errichtet und hier unseren Stadtpalast. Später haben wir die Pforte des Hades erbaut und konnten dadurch jetzt Münzereien hier betreiben und Silber schürfen. An dieser Küstenlinie haben wir unsere ganzen Piere sowie auch unsere Triremen im Hafen. Ja, und eine Streitmacht marschiert gen Troja. Ja, auf der gegenüberliegenden Seite auf dieser Insel haben wir unsere ganzen Weizenfarmen aufgebaut. Ja, und hier sehen wir den Kraken, der jetzt unsere Gewässer beschützt, da wir das Heiligtum des Poseidons errichtet haben. Das wir ja als letztes jetzt hier in dieser Episode gebaut haben. Ja, wir haben dann noch ein zweites Wohngebiet für die Arbeiter hier errichtet und hier ein großes Wohngebiet für die gehobenen Wohnungen aufgebaut und maximal entwickeln lassen. Allerdings konnten wir keine Pferde züchten, sodass hier die Villa der letzte Ausbaustand unserer gehobenen Wohnungen ist. Ja, ich finde, wir haben Aulis super ausgebaut. Guckt euch die Stadtkasse an hier. Ja, und mit der Eroberung von Troja, hoffentlich, beenden wir jetzt diese letzte Episode des Abenteuers Der Trojanische Krieg. Gut, der Militärschlag gegen Troja war erfolglos, den Askania durchgeführt hat. Ich hoffe, wir können erfolgreicher sein. Sie haben Troja geplündert und Helena wurde zu ihrem Mann nach Sparta zurückgebracht. Jetzt kehren die Herrscher Griechenlands zurück in ihre Reiche, die in ihrer Abwesenheit alle gelitten haben. Nur die Stadt Aulis konnte ihren einstigen Ruhm erhalten. Ja, es hat tatsächlich gereicht. Wir konnten Troja erobern und regieren und haben somit alle Ziele erreicht, um die letzte Episode entsprechend abzuschließen. Schauen wir mal, was man uns zum Schluss noch zu sagen hat. Nicht allen Herrschern, die im Trojanischen Krieg an ihrer Seite kämpften, ist es so gut ergangen wie ihnen. Sparta ist gefallen, Menelaos und Helena sind nach Ägypten gegangen, um dort ein neues Leben anzufangen. Odysseus ist wie vom Erdboden verschluckt und die Freier in Ithaka werden mit jedem Tag dreister. Für Mykene hat der Verrat Klytämnestras das Ende bedeutet. Aulis jedoch ist unter ihrer weisen Herrschaft stolz und mächtig. Ja, mit Abschluss dieser Episode haben wir nun alle Abenteuer von Zeus erfolgreich abgeschlossen. Aber dank dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon, können wir weitere Abenteuer bestreiten. Darauf freue ich mich schon und ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn wir das Add-on beginnen oder ein anderes Let's Play beginnen. Bis zum nächsten Wiedersehen und Wiederhören wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.